2021 ergab eine Umfrage unter 1000 US-Bürgern, dass 2/3 im Vorjahr pflanzlichen Fleischersatz gegessen hatten. Viele gaben gesundheitliche und ökologische Vorteile als ihre Motivation an. Doch sind diese Alternativen wirklich besser für uns und den Planeten? Stellen wir zunächst mal die Kandidaten vor. Fleisch von geschlachteten Tieren, im Folgenden einfach Tierfleisch, ist ein komplexes Gebilde aus Muskelfasern, Bindegewebe und Fett. Sicher ist dir Tierfleisch bekannt, das schon seit Urzeiten eine Rolle in der menschlichen Ernährung spielt. Unser nächster Anwärter, der pflanzenbasierte Fleischersatz, mag Fleisch ähneln, besteht aber aus Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten und anderen Molekülen aus Pflanzen. Pflanzliche Moleküle in etwas zu verwandeln, das Fleisch ähnelt, bedeutet Arbeit. Die faserige Textur des Fleisches entsteht durch lange, röhrenförmige Proteine. Um diese Struktur nachzubilden, können die kugelförmigen Pflanzenproteine durch einen Extruder gedrückt werden, wodurch sie sich entfalten und lange Fäden bilden. Um tierisches Fett zu imitieren, mischen Firmen pflanzliche Öle und Fette unter. Eine beliebte Marke fügt rote-Beete-Farbstoff hinzu, das beim Braten die Farbe des Patties verändert. Eine andere verwendet ein eisenhaltiges Molekül namens Häm, was laut ihres Teams der Schlüssel zum fleischigen Geschmack ist. Die resultierenden Produkte gibt es in allerlei Formen. Schließlich unser letzter Teilnehmer, im Labor hergestelltes Fleisch. Das auch als zellbasiert oder kultiviert bezeichnete Fleisch entsteht aus tierischen Stammzellen, die durch Forschende zur Vermehrung und Bildung von Muskelgewebe angeregt werden. Es ist erwähnenswert, dass kultiviertes Fleisch noch in der Entwicklungsphase ist. Der Herstellungsprozess könnte sich also noch ändern, wenn der kommerzielle Vertrieb wächst. Welche Art von Fleisch oder Fleischersatz ist nun am gesündesten? Nutzfleisch ist für viele Menschen eine wichtige Protein- und Nährstoffquelle. Doch Forschende fanden auch, dass der Verzehr von rotem und prozessiertem Fleisch mit Krankheiten wie Diabetes Typ 2 und Herzleiden assoziiert ist. Eine Studie aus 2012 ergab, dass das Ersetzen von rotem Fleisch mit Alternativen wie Putenfleisch, Nüssen oder Gemüse bei einer Tagesmahlzeit das Sterberisiko potenziell um 7 bis 19% verringern kann. Es gibt zu wenige Daten, um zu wissen, ob der Ersatz von rotem Fleisch mit einem pflanzenbasierten Patty den gleichen Effekt hätte. Pflanzlicher Fleischersatz enthält zwar genauso viel Proteine, Kalorien und Eisen wie Tierfleisch, ist aber stark verarbeitet und somit reich an Natrium. Außerdem enthält er oft Kokosnussöl, das reich an gesättigten Fetten ist und wie rotes Fleisch das Risiko für Herzkrankheiten erhöhen kann. Kultiviertes Fleisch hat hingegen das Potenzial, die gleichen Nährwerte und Gesundheitsrisiken zu liefern wie Tierfleisch. Doch wissen werden wir es erst, wenn die Produktentwicklung weiter gereift ist. Und welcher Kandidat ist besser für die Umwelt? Die Tierhaltung erzeugt schätzungsweise 14,5% der vom Menschen gemachten Treibhausgasemissionen. Forscher schätzen, dass die Produktion von pflanzlichem Fleischersatz durchschnittlich etwa 90% weniger Emissionen erzeugt als eine entsprechende Menge Rindfleisch, 63% weniger als Schweinefleisch und 51% weniger als Geflügel. Außerdem benötigt pflanzlicher Fleischersatz viel weniger Land und Wasser als Tierfleisch. Und seine Produktion erzeugt viel weniger Schadstoffe, die von den Bauernhöfen in die Wasserwege gelangen, die sowohl Umwelt als auch die öffentliche Gesundheit bedrohen. Für kultiviertes Fleisch werden heutzutage vorrangig Stammzellen aus dem Muskelgewebe von Nutztieren gewonnen. Doch wie viele Tiere werden hierfür nötig sein, wenn die Produktion hochgefahren wird? Auch ist unklar, inwieweit Fleischalternativen die Umweltbelastung durch die Fleischindustrie verringern. Was, wenn Menschen die Alternativen nicht als Ersatz nutzen, sondern die gleiche Menge an Tierfleisch konsumieren und gleichzeitig die neuen Produkte essen? Die Entscheidung, welches Fleisch gesünder ist, steht noch aus. Doch wenn dir wichtig ist, welchen Einfluss du auf Tierwohl, öffentliche Gesundheit und Umwelt hast, schneidet pflanzenbasiertes Fleisch am besten ab. Und der Umstieg auf Fleischalternativen muss nicht ganz oder gar nicht passieren. Eine Studie aus 2022 schätzt sogar, dass einmal täglich auf rotes Fleisch verzichten deine ernährungsbedingten CO2-Emissionen um bis zu 48% senken kann. Wir haben die Werkzeuge und das Wissen, um die Welt zu retten. Aber was kommt als nächstes?
Unter ed.ted.com/earthschool findest du eine Roadmap, der du folgen kannst und konkrete Maßnahmen, mit denen du etwas bewirken kannst.